Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. In diesem Video geht es um das Unboxing eines Fujitsu Esprimo P558 mit einem Intel i7 Prozessor der 9. Generation. Der Karton sieht von außen nach mehr aus, als effektiv drin ist. Maßgebend für die Größe ist vermutlich rein die Schachtel der Tastatur. Der Tower selbst ist nämlich kleiner. Diese Zubehörschachtel befindet sich zuoberst in der Kiste. Darin befindet sich die Standard Fujitsu-Tastatur, in meinem Fall mal wieder leider auf Deutsch, und eine Maus, die niemand braucht. Ich finde das Gehäuse der Esprimos einfach immer noch eine Augenweide. Ich finde, da hat sich Fujitsu wirklich sehr viel Mühe gegeben. Sieht sehr wertig aus und ist nicht aus billigen Materialien hergestellt. Auch der Zugang zum Innenleben ist mit der Seitenwand, bei der man nur am Griff ziehen muss und dann direkt dazukommt, wirklich sehr sauber gelöst. Hier erstmal eine Gesamtübersicht über das ganze Innenleben. Wieso, dass es Fujitsu auch im Januar 2021 immer noch nicht zustande bringt, Prozessoren der 10. Generation zu verbauen, ist mir nach wie vor unklar. Beim Speicher lässt Fujitsu nichts anbrennen und verbaut hier von Western Digital einen NVMe-Speicher der neuesten Generation, Generation 3, mit vierfacher Geschwindigkeit. Auch bei der Memory wird eher geklotzt statt gekleckert, weil bei meinem Fall hier mit 16 GB RAM ist ein Riegel an 16 GB verbaut und nicht etwa die günstigeren 2x8 GB. Somit habt ihr noch einen Platz frei für einen weiteren 16 GB Riegel. Das Innenleben des Esprimos ist, wie man es von Fujitsu gewöhnt ist, sehr aufgeräumt. In dem Fall hier durch die Verwendung des NVMe-Speichers ist natürlich noch gleich viel mehr Platz vorhanden. Am Boden hat es Platz für zwei 3,5 Zoll Festplatten oder auch für weitere SSDs, die hier eingebaut werden können. Aber Achtung! Die grünen Führungsschienen, die früher drin waren, die gibt es nicht mehr, die sind nicht mehr dabei. Hier unter dem DVD-Laufwerk hätte es auch noch Platz für einen weiteren Einschub für zum Beispiel eine SSD zu montieren. An der Frontseite hat es zwei USB 3 Anschlüsse und zwei USB 2 Anschlüsse. Dazu noch Anschlüsse für 3,5 mm Mikrofon und Kopfhörer. Bei der Betrachtung der Rückseite dachte ich, mich trifft der Schlag. Wer verbaut im Jahr 2020, 2021 doch wirklich noch PS2-Schnittstellen auf seiner Rückseite? Die restlichen Anschlüsse entsprechen dem Standard. Ein DisplayPort-Anschluss, ein DVI-Anschluss, zwei USB 2, zwei USB 3, ein RJ45-Anschluss für das Netzwerkkabel und wie an der Frontseite auch ein Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon. Als Onboard-Grafikkarte hat der Esprimo eine Intel UHD Graphics 630 an Bord, welche gemäß Tests recht potent ist. Wer aber Gamer ist und etwas Größeres einbauen will, der wird schnell an seine Grenzen stoßen. Denn zum Beispiel eine Nvidia RTX 2070 Super, welche knapp 27 cm lang ist, wird hier keinen Platz finden. Selbstverständlich sind alle Generationen von PCI Express Slots vorhanden, aber eben bei der zu geringen Einbautiefe bringt einem das leider nichts. Wer aber einen Rechner sucht für normale Büro
Anwendungen, die allenfalls auch mal ein bisschen mehr Speicher brauchen, ist der Esprimo nach wie vor eine sehr gute Wahl. Auch durch seine kompakte Bauweise passt er gut in jedes Büro rein. Wer aber einen High-End-Rechner sucht für Gaming, Video-Editing oder Fotobearbeitung, der ist mit diesem Esprimo leider nicht wirklich gut beraten. Einen speziellen Dank geht an Annemarie, die mir ihren Esprimo zur Verfügung gestellt hat, für dieses Unboxing zu drehen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir doch bitte in den Kommentaren. Danke euch. Bis bald und wir sehen uns.